Hallo meine lieben Pfeifenfreunde und herzlich willkommen zu meinem heutigen aktuellen Video. Lange ist es her, seit ich im Garten sitze und eine Pfeife rauchen konnte. Die letzten Tage saß ich auf der Loggia. Heute, wir haben jetzt gerade mal den 5. Februar, es ist 12 Grad, es ist sonnig, aber es ist sehr, sehr windig. Also schauen wir mal, wie das Ganze hier läuft. Und ich möchte die Gelegenheit natürlich beim Shop verpacken und euch wieder einen Tabak vorstellen. Konkret geht es dieses Mal um diesen Tabak hier. So, da bin ich wieder. Es geht um das Königlich Preußische Tabakkollegium von 1722. Ja, hier geht es um den alten Fritz, das kann man auf der Rückseite lesen. Das habt ihr auch gerade zu lesen bekommen. Der halt eben als preußischer Kaiser trotz allem seine, sagen wir mal, Adligen bei sich hatten, zumindest die Männer. Die hatten mit ihm zusammen Pfeife geraucht und während dieses Pfeiferauchens war die höfische Etikette eben halt völlig passé. Da wurde nicht drauf geachtet und das Ganze erhielt den Namen Preußisches Tabakskollegium. Ja, diesen Tabak habe ich mir jetzt mal zur Brust genommen. Ich habe den viele Jahre lang immer wieder im Katalog von Darmpipe gesehen und hatte mir jetzt mal überlegt, komm, holst ihn einfach mal. Ich habe hier in letzter Zeit Tabak auch vorgestellt, die, sagen wir mal, sehr wenig kosten, wo man aber halt auch feststellen konnte, die Qualität hat darunter gelitten. Dieser Tabak hier wurde früher von der Firma Planta hergestellt. Planta war immer eine Firma, um die ich einen großen Bogen gemacht hatte. Weil der einzige Tabak von Planta, der mir wirklich geschmeckt hatte, das war damals der Black Vanilla. Da hatte ich auch die Zigarillos. Alle anderen Tabake sind bei mir früher oder später in der Tonne gelandet. Seit Planta nicht mehr ist, zeichnet sich Mac Baren hierfür verantwortlich. Mac Baren ist jetzt Hersteller des Tabaks und da dachte ich halt auch bei dem Tabak hier, probierst ihn mal. Und bevor ich jetzt auf den Tabak selbst eingehe, hier erstmal kurz ein paar Bilder, wie der Tabak an sich überhaupt erstmal ausschaut. Viel Spaß damit! So, ihr habt die Bilder gesehen. Hier ist nochmal die Dose. Es ist, wie man ja unschwer erkennen kann, eine von diesen bekannten Malerdosen. Also zunächst mal den Deckel ab, den Plastikdeckel. Und darunter verbirgt sich halt die Malerdosen, die wir alle so kennen und schätzen. Denn diese Dosen sind mit die besten Dosen, wenn es darum geht, den Tabak aufzubewahren und einzulagern. So, hebeln wir ihn erstmal auf. Dann haben wir hier das Tabaksbild nochmal. Ihr habt es ja gesehen. Der Tabak wirkt doch verhältnismäßig hell. Hat also ordentlich Virginia drin. Wir sehen ein bisschen Burley, wir sehen ein bisschen Black Cavendish. Im Klartext also eine typische 0815 Aromatenmischung. So wie wir es von den meisten Aromaten her kennen. Zum Geruch. Der Geruch jedenfalls ist schon mal kein 0815 Aromat, das merkt man gleich. Es ist mal wieder so ein Tabak, wo ich keinen blassen Schimmer habe, nach was er schmecken soll.
Ihr mögt es mir verzeihen. Deswegen, ich rauche ihn jetzt zwar nicht das erste Mal, aber ich weiß nicht, was es sein soll. Also dahingehend wird es ja trotzdem eine Blindverkostung. Was ich riechen kann, ich habe eine ganz dezente Fruchtnote. Ich kann die Fruchtnote aber nicht zuordnen. Das könnte eventuell Pflaume sein. Ich bin mir aber nicht sicher. Was man auch riechen kann, das ist so ein bisschen Vanille. Und ich meine auch einen Hauch von Honig zu riechen. Tja, die Grundmischung passt. Vanille, Honig, irgendwas Fruchtiges. Also wie gesagt, ich kann es nicht genau definieren. Alles in allem riecht es jedenfalls doch sehr angenehm. Es könnte auch Apfel drin sein. Jetzt aber kein frischer, knackiger Apfel, sondern, ich weiß nicht, diese getrockneten Apfelringe, die es ja in der Feinkostabteilung gibt, wo man auch die Knappersachen bekommt. Das riecht wie diese Apfelringe, so ein bisschen. Also nach gedörrtem Apfel. Daher würde ich sagen, halten wir uns mit dem Duft gar nicht weiter auf. Ihr kennt das Spielchen ja schon. Jetzt habt ihr den Tabak gesehen. Jetzt habt ihr den Tabak in der Dose hier gesehen. Jetzt habe ich schon den Deckel wieder gefunden. Übrigens, recht schick. Der Warnhinweis ist auf dem Deckel. Und somit bleibt die Dose nackig. Also, wenn alle Tabake so rausgebracht würden, es wäre ein Traum. Von daher auch an meinen Lieblingspfeifen-Tabakhersteller, da an Tobacco natürlich, aber auch an Cobb Tobaccos und an alle anderen. Wenn Mac Baren es hinbekommt, den Warnhinweis oben drauf zu machen, damit man hier schön die Bildchen sehen kann, könnt ihr das auch. So, aber wie versprochen, hier erstmal kurz in gewohnter Weise der Tabak, wie er bereits in die Pfeife eingebracht worden ist, sowie die Pfeife an sich. Und danach gehen wir auch schon direkt ans Review. Also, bis gleich. Ja, ihr hört es ja, es bindet, also es raschelt an allen Ecken und Enden. Nichtsdestotrotz aber, hier ist nochmal kurz die Pfeife. Ja, ich denke mal, die etwas älteren Hasen werden die Pfeife auf Anhieb erkennen. Es ist aus dem Hause Design Berlin, eine der Jagdpfeifen. Hier namentlich die Kastanie. Und wer mich und meine Videos kennt und wer auch vielleicht das Video von mir gesehen hat zu Design Berlin Schwerin 61, ist auch schon ein Weilchen her. Da hatte ich ja gesagt, dass ich die Kastanie schon lange suche. Ja, wie ihr seht, ich habe sie. War ein zufälliger Fund, hatte ich zufällig auf Facebook entdeckt. Jemand wollte also eigentlich mehrere Pfeifen verkaufen. Da waren 2 Pfeifen, die mich gereizt hatten. Ich hatte ihm einen guten Preis angeboten, er hat den Preis akzeptiert. Ich musste sowohl die Kastanie als auch die zweite Pfeife halt nochmal gründlich aufarbeiten, richtig gründlich reinigen. Die Brennkammer war zwar soweit in Ordnung, da habe ich nur ein bisschen Cake entfernen müssen. Die Pfeifen an sich auch, aber wer auch immer die Pfeife vorher hatte, hatte den Rauchkanal ein bisschen vernachlässigt. Ich habe, glaube ich, für 2 Pfeifen über 20 Pfeifenreiniger gebraucht, bis am Ende dann weiß rauskam und ich dann mit dem weißen Pfeifenreiniger, der rauskam, nochmal die Rauchkammer innen abgewischt habe. Aber ich werde euch beide Pfeifen bei Gelegenheit mal vorstellen. Ihr wollt hier was anderes, jetzt geht's an Tabak. Und ich hoffe, ich krieg's dann trotz des Windes mit dem Streichholz hin. Ihr könnt es ja gut erkennen, der Tabak hat sich doch gut aufgebäumt. Vom Tabakschnitt her ist es ja schon fast
ein Feinschnitt, fast. Es ist also, ja, es ist ja verschiedene Schnittarten, aber insgesamt kommt er doch relativ fein daher. So, Pfeife. Hier könnt ihr sehen, Asche ist jetzt gleichmäßig geglättet. Streichholz Nummer 2. So, beim zweiten Anfeuern hat er jetzt die Glut gut angenommen. Der Feinschnitt hat verschiedene Nachteile. Zum einen halt natürlich, durch den Feinschnitt ist der Tabak schnell zu fest eingebracht. Jetzt, dank meiner eigenen Stopfmethode, geht es noch. Hätte ich jetzt also nicht in gewohnter Weise einen Pfeifenreiniger zuerst reingeschoben und darauf dann den Tabak eingebracht, hätte ich die Pfeife wieder räumen können. Also hier muss man wirklich aufpassen, die Pfeife ist schnell zu fest gestopft. Ein weiterer Nachteil bei der Mischung ist der sehr hohe Anteil von Virginia-Tabaken. Und Virginias in Kombination mit diesem doch sehr relativ feinen Schnitt verbrennt halt schnell. Deswegen beim Pfeifen anzünden halt hat man unmittelbar dieses gallig bittere Aroma. Und das verschwindet dann erst langsam mit der Zeit. Also hier kann man nicht sagen, wir warten mal 3 Sekunden, alles fein. Also hier muss man schon eher mal so 10 bis 20 Sekunden warten, bis wirklich das Aroma wieder normal wird. Aber dann, wenn man ihn dann bedächtig raucht, geht's eigentlich. Was man sofort merken wird, der Tabak hier ist schon fast vom Aroma her wie ein naturnaher Tabak. Wie ein naturnaher Zigarettentabak. Ihr hört ja gerade, was hier draußen windmäßig der Punk abgeht. Ich hatte ja gesagt, wenn man am Tabak schnuppert, man riecht so eine fruchtige Note, die ich nicht zuordnen konnte. Ich habe aber sowas wie Trockenapfel gerochen, also Apfelringe gerochen. Ich hatte so einen Hauch Vanille und auch einen Hauch Honig verspürt. Jetzt während des Rauchens spürt man erstmal so eine ganz dezente, aber die Betonung liegt auf dezent, eine ganz dezente Karamellnote. Die führe ich aber eindeutig auf den enthaltenen Virginia zurück. Denn wir wissen ja, Virginias haben ja einen höheren Zuckeranteil, die Mysore Virginias sogar bis zu 25%. Wenn man den Tabak dann raucht, karamellisiert der Zucker, dadurch hat man natürlich ein Karamellaroma und Karamellduft. Und wenn es natürlich zu heiß geraucht wird, verbranntes Karamell, dann schmeckt es einfach nur aschig, wird gallig. Deswegen behutsam rauchen. Wenn man den Tabak kühl raucht und ihn so richtig schön die Zunge umspielen lässt, ist er weich, ist er rund. Sobald man jedoch zu feste dran zieht, wird er bissig. Also da muss man ungeheuerlich aufpassen. Aus meiner Sicht ist deswegen auch das Königlich Preußische Tabakskollegium von 1722 kein Tabak für Pfeifenanfänger. Die würden verzweifeln. Diese Honignote, die ich gerochen hatte, die verspüre ich auch so ganz dezent im Aroma. Aber auch hier wieder dezent, dick unterstrichen. Es ist jetzt nicht so, dass man sagt, oh, da ist richtig Honig drin. Nein, das ist alles hier nur dezent zu betrachten. Mal zum Vergleich von Eric Peter Stokkebye, Fourth Generation 1855. Der Tabak trieft von Honig. Das ist eine richtige Honigbombe, Waldhonig. Lecker ohne Ende. Und man spürt es beim Reinigen später, wenn man zwischendurch mit dem Pfeifenreiniger mal ins Mundstück geht, weil es anfängt zu blubbern, zieht man ihn raus, ist er halt eben honiggelb. Da hat man Honig pur. Beim Königlich Preußischen Tabakskollegium 1722 hingegen ist es wirklich nur ein ganz dezenter Hauch, den ich zumindest spüre. Kann auch sein, dass überhaupt kein Honig enthalten ist. Aber, ich sagte ja, vom Tabaksbild her würde ich sagen, definitiv Virginia, die sind nicht zu übersehen.
Dann hat es auch so ein paar braunere Sprenkel drin gehabt, so ein paar braunere Plättchen drin. Das dürfte Burley sein, klarer Fall. Und schwarz ist definitiv kein Latakia, sondern das ist ein Black Cavendish. Und Black Cavendish für süßliche Mischungen wird ja meistens mit Honig versetzt, mit Alkohol versetzt, um eine Kombination aus beidem. Einfach um dafür zu sorgen, dass eben halt auch der Tabak länger hält, dass sich da eben kein Schimmel bildet. Und dafür ist Honig vorzüglich geeignet. Und ich bilde mir auch ein, dass ein ganz klein wenig so ein Hauch Vanille mit drin rumschwebt. Man merkt es ein bisschen auf der Zunge. Und auch ein bisschen beim retronasalen Rauchen, also beim Abgang durch die Nase. Dass hier zumindest ein wenig Vanille enthalten sein wird. Ich weiß nicht genau, ob man damit die Virginia ein bisschen aromatisiert haben wird oder aber ob man die Vanille vielleicht in irgendeiner Form dem Black Cavendish zugesetzt haben wird. Genauso auch diese ganz dezente Fruchtkomponente, die ich verspüre. Dieser Geschmack und auch dieser Geruch nach getrocknetem Obst, in dem Fall, was ich so prägnant in der Nase hatte beim Schnuppern, wobei prägnant heißt auch wieder von den Düften am besten zu erkennen, das sind diese getrockneten Apfelringe. Und das ist eine Aromatisierung, die man ja ganz gerne zum Beispiel nimmt, wenn es sich um einen Virginia Tabak handelt oder um eine Virginia Perique Mischung. Wenn man dran riecht, hat man auch dieses Trockenobstartige, hat man auch so ein bisschen süßes Aroma und das schmeckt dann auch wie Rosinen oder wie getrocknetes Obst allgemein. Von der angenommenen Pflaume, wo ich ja dachte, das riecht so ein bisschen nach Pflaume, schmecken tue ich davon nichts. Und auch retronasal, durch die Nase ausgeatmet, kann ich vom Pflaume nichts mehr merken. Also die ist wirklich nur, meine ich zumindest da, wenn ich am Tabak selbst rieche. Ja, was bleibt zu sagen? Ich rauche den Tabak ja zum Glück nicht zum ersten Mal. Ich finde ihn nicht schlecht. Das ist so ein Tabak von der Aromatisierung her, was so ein typischer All-Day-Smoke ist. Es ist ein Tabak, er ist dezent, wirklich dezent aromatisiert. Ich vergleiche ihn so von der Intensität her ein bisschen ganz gern mit der Scottish Mix Jeff von Mac Baren. Hat mir auch so ein ganz dezentes Aroma bei. Das ist halt einfach ein Tabak, in die Pfeife stopfen, hinsetzen, Pfeife rauchen, dabei vielleicht was schauen, was lesen, irgendwas beobachten, einfach im Garten sitzen, die frische Luft genießen. Es ist meiner Meinung nach definitiv ein Tabak, der ein wenig Aufmerksamkeit erfordert. Aufmerksamkeit dahingehend, dass man ihn wirklich bewusst, behutsam raucht. Mehr noch als manch andere Tabake. Weil sobald man hier zu fest dran zieht, wird die Pfeife heiß. Der Tabak durch die feine Schnittart brennt herunter, wird bitter, wird bissig. Das Aroma kippt, das ist dann kein Vergnügen. Es ist aber halt leider auch ein Tabak, den man einfach so nebenbei rauchen kann. Er hat keine nennenswerten Höhen, er hat auch keine nennenswerten Tiefen. Es gibt ja Tabake, die fängt man an zu rauchen, die schmecken zuerst nach etwas Besonderem. Dann hat man manchmal so ein Loch, da hat man das Gefühl, man hat auf einmal ein bisschen heiße Luft. Dann auf einmal kommen andere Tabakaromen hervor und zum Schluss hat man dann meistens noch so ein bisschen Tabakaroma ohne Aromatisierung oder mit einer deutlich schwächer werdenden Aromatisierung. Tja, was soll man dazu sagen? Königlich Preußisches Tabakskollegium. Ja, All Day Smoke, definitiv. Ich kann mir auch vorstellen, wie der alte Fritz mit seinen Kollegen da gesessen und den Tabak geraucht haben wird. In der geselligen Runde stelle ich mir das noch ganz gut vor. Nämlich dann, wenn man raucht, des Rauchens willen, wenn man sich aber auch ständig unterhält und daher das Rauchen eben nicht in den Vordergrund rückt, was unser eins ja eigentlich ganz gern tut, sondern wenn das Pfeiferauchen eine Begleiterscheinung sein soll. Dann kann man den Tabak meiner Meinung nach ganz gut rauchen. Ein Favorit von mir wird es nie werden. Ich werde die Dose aufrauchen. Ich werde auch die Dose mal mit dem einen oder anderen Pfeifenraucher mal teilen, dass die Leute auch mal in den Genuss kommen. Aber es ist kein Tabak, wo ich sage, den schmeiße ich weg. Es ist aber auch kein Tabak, wo ich sage, den brauche ich unbedingt wieder. Er ist nicht schlecht. Man kann ihn rauchen. Ich werde ihm meiner
Punkteskala von 1 bis 10. 1 heißt hier, 10 ist hier. Kriegt er bei mir 6 Punkte. Das ist also noch im positiven Bereich. Mehr ist er meiner Meinung nach nicht wert. Weniger hat er aber meiner Meinung nach auch nicht verdient. Deswegen 6 ist in dem Fall mal ganz gut angebracht von der Punktzahl her. Für mehr lohnt es nicht. Und jetzt natürlich in gewohnter Weise, ihr kennt es ja hier unten, die Kommentarfunktion. Ich bin natürlich gespannt, wer von euch kennt das Königlich Preußische Tabakskollegium von 1722. Das ist hier diese rote Dose. Wer von euch hat den Tabak vielleicht selbst schon mal geraucht? Gibt es vielleicht jemanden unter euch, der ihn gern raucht, wo er wirklich der Old Day Smoke ist? Wie sind eure Eindrücke von dem Tabak? Geht ihr mit mir einher oder sagt ihr, ach, geh fort, der ist für mich sehr stark aromatisiert, oder sagt ihr sogar, ich merke da überhaupt keine Aromatisierung, das ist einfach nur ein bisschen Virginia, ein bisschen Burley und ein bisschen Black Cavendish, kann man rauchen, muss man nicht. Die Meinungen sind ja nun mal verschieden. Lasst uns darüber in gewohnter Weise einfach ein wenig austauschen. Ich jedenfalls werde die Pfeife jetzt langsam zu Ende rauchen. Und mal gucken, ich denke mal so im Sommer werde ich mir den Tabak dann doch das ein oder andere wieder mal zu Gemüte führen. Gerade dann, wenn es hier draußen was im Garten zu tun gibt. Wenn Schwiegervater ankommt und sagt, Lars, hilf mir, heißt dann Kornkorb, Tabak rein, ab in die Gatte. Deswegen, das war es soweit von mir für heute. In gewohnter Weise, ich danke euch sehr für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß mit euren Pfeifen, mit euren Tabaken. Bleibt mir gesund. Kommt mir jetzt gut ins Frühjahr rein. Ich weiß ja noch nicht, wann das Video hochgeht. Wie gesagt, heute ist der 5. Februar 2024. Mit 12 Grad Außentemperatur im Schatten ist es verhältnismäßig warm für Anfang Februar. Es ist halt sehr windig. Gut, die Südhessen haben in letzter Zeit, die letzten Jahre, immer mehr Glück, was den Winter angeht. Wir hatten zwar hier auch Eis und Schnee gehabt zwischendurch, aber die meiste Zeit Regen, Regen, Regen. Und jetzt aktuell, schon seit ein paar Tagen, angenehme Temperaturen. Nochmal ein kleines Intermezzo. Was ich vor lauter vergessen hatte, ich habe die Kamera hier auch wieder in meiner Hand. Bedingt durch diesen doch sehr feinen Schnitt hat man nicht nur den Effekt, dass die Pfeife etwas dichter gestopft wird, der Tabak klimmt auch wesentlich schneller herunter. Ich habe die ganze Zeit in Pfeifen geraucht, wo ich eine normale Mixture im Schnitt so 70 bis 80 Minuten rauche. Der Tabak hat es dann in 60 Minuten geschafft. Also nur, dass ihr euch nicht wundert und denkt, ihr habt zu wenig rein oder ihr raucht zu schnell. Der Schnitt ist halt einfach zu kurz, zu fein. Das Zeug klimmt einfach herunter wie nix. Deswegen die Pfeife, ihr könnt sie hier ganz gut erkennen, ist schon ganz gut runtergebrannt, fast die Hälfte. Und ich gehe jetzt davon aus, dass ich hier noch so eine knappe halbe Stunde Rauchvergnügen haben werde, nicht mehr ganz. Deswegen die letzten Male so um die 60 Minuten bei der mittleren Füllung. Und die Kastanie, so groß sie auch sein mag, das ist ein mittleres Füllvolumen bis knapp über Mittel. Sehr viel mehr ist es nicht. Und ich gehe davon aus, dass auch diese hier nur etwa so 60-65 Minuten vorhalten wird. Das nochmal so als kleinen Nachtrag. Also euch allen noch ein Happy Puffing. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal hier. Ich wünsche euch was. Ciao.